Das neue Nokia 3210 gibt es jetzt wieder als Neuauflage im Jahr 2024. Aktuell wird es in den sozialen Medien gefeiert, als wenn es das neue iPhone wäre. Aber es ist bei weitem nicht das neue iPhone. Aber was das Remake vom 3210 alles so kann und warum es trotzdem Kultstatus hat, erkläre ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. HMD bringt das Nokia 3210 zurück in eure Hände, wenn ihr Lust habt. Und es war natürlich damals nicht irgendein Handy. Nein, es war damals das meistverkaufteste Telefon überhaupt und hat mit 160 Millionen verkauften Einheiten wahre Rekorde gebrochen. Und es ist immer noch das beliebteste Handy aller Zeiten. Und die neue Version, die setzt natürlich auf ein modernisiertes Design. Das Ganze dann mit größerem Display und natürlich auch besserer Kamera und bringt uns auch Spiele, Klassiker wie zum Beispiel Snake wieder auf dieses Handy. Lange Akkulaufzeiten und eine ganze Menge mehr. Eine ganz kleine Verpackung und da ist natürlich dann auch das Telefon drin. Als das Päckchen bei mir ankam, dachte ich erst, da ist gar nichts drin, weil das wirklich so leicht ist, dass hier sozusagen kaum Gewicht vorhanden ist. Aber wir schauen jetzt mal gemeinsam, was da sozusagen im Karton drin ist. Natürlich erstmal das Nokia 3210. Ich habe es mir mal in schlichten Schwarz bestellt, weil, wie gesagt, das Gelbe, das ist mir zu aufdringlich von der Farbe her. Und deswegen gibt es das Nokia 3210 für mich in purem Schwarz. Des Weiteren finden wir hier eine Kurzanleitung für das Nokia. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Netzteil, das vermisst man bei den heutigen Handys, aber hier gibt es das mit dazu. Ein USB-C Ladeteil, das Ganze natürlich mit Stecker und USB-C-Kabel, was ich richtig gut finde und das zu einem absoluten Hammerpreis, dass da sozusagen noch ein Ladegerät mit drin ist. Dann findest du hier das Akku und das setzt du natürlich noch klassisch ein. In den meisten Handys ist es ja dann direkt schon drin, aber nein, hier ist nochmal ein tauschbares Akku mit dabei und das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, ansonsten gibt es hier nichts weiter in der Kiste, was sozusagen drin ist. Kopfhörer und so weiter und so fort musst du denn sozusagen im Zubehör selbst erwerben. Und jetzt schauen wir uns mal das Telefon an. Ich habe hier schon wieder ein bisschen raufgetatscht, deswegen wird es jetzt erstmal ganz kurz sauber gemacht, damit ich euch das ordentlich präsentieren kann. Also hinten, wie gesagt, dann die Möglichkeit, den Akku hier zu tauschen und das geht auch total einfach. Hier so eine Plastikkappe, das ganze Telefon ist aus Plastik. Und dann kannst du natürlich den Akku absolut easy und einfach hier hinten einsetzen. Das geht wie früher. Ich kenne noch die Zeiten, in denen man den Akku wechseln musste. Und hier die Plastikschale einfach wieder raufdrücken. Schon ist der Akku drin. Die neue Version setzt natürlich auf modernes Design. Das ist erstmal Fakt. Mit modernem, größeren Display. Das haben sie auch ein bisschen geändert und bringt natürlich auch Spieleklassiker wie, klar, wir kennen es alle, Snake wieder zurück und glänzt durch eine perfekt lange Akkulaufzeit. Es ist nicht ein Tag, es ist nicht 2 Tage, es sind nicht 3 Tage, es ist eine ganze Woche. Natürlich gibt es das auch in den knalligen Farben wie zum Beispiel Blau, Gelb oder Schwarz. Und was habt ihr damals für ein Handy gehabt? Und findet ihr es gut, dass diese Telefone jetzt wieder als Retro-Ausgaben in Neuauflagen produziert werden? Schreibt es doch einfach mal hier direkt in meine Videokommentare und lasst uns drüber quatschen. Und wenn ihr von diesen Videos mehr sehen möchtet, dann einfach das Video liken und den Kanal abonnieren. Ich sage vielen Dank dafür. Und jetzt werden wir das Ding mal anmachen. Ich hoffe, das ist schon mal geladen. Nee, ist noch nicht. Ach doch. Ja, guck mal, wie früher. Nokia. Und hier kommen wir dann zur Einrichtung. Erstmal, na klar, klassisch Deutsch. Und jetzt möchten Sie jetzt das Datum und die Uhrzeit einstellen. Das machen wir mal schnell. Es gibt sogar einen Energiesparmodus, eine Batterieoptimierung. Und schon ist das Menü vom Nokia 3210 vorhanden. Klar, ich habe jetzt keine SIM-Karte drin, aber wir schauen uns jetzt mal genau das Menü an, was hier alles so mit drin ist. Da gibt es erstmal das Anrufprotokoll, die Kontakte, Galerie für deine Bilder, dann nochmal die Kamera, die du hier aktivieren kannst. Mitteilungen, SMS, Internet, das ist der Browser, Facebook, ja, es gibt sogar Facebook und natürlich auch Snake, das Klassikerspiel und das Radio. Systemeinstellungen gibt es noch, Verbindungen, Personalisieren, Uhrzeit, Sprache, das was man sonst eigentlich auch immer hat
im Telefon. Und hier gibt es nochmal einen Dateienordner vom Telefonspeicher. Der hat jetzt 80 Kilobyte verbraucht von 11,2 Megabyte. Das sind noch Datengrößen, da haben wir uns noch gefreut. Extras gibt es natürlich auch noch. Eine Weltuhr, Timer, Einheiten umrechnen, sogar einen Taschenrechner. Siehst du, der ist ebenfalls noch mit dabei. Einen Kalender, in dem du dir auch noch Termine eintragen kannst. Geht das überhaupt? Öffnen. Ja, kann man machen. Neues Ereignis, geht alles. Und die Taschenlampe, die kann man jetzt sozusagen aktivieren. Ist die jetzt überhaupt an? Ja, guck mal hier. Das ist die Taschenlampe über die hinten verbaute LED. Also das geht wie gesagt bei dem Nokia auch. Rekorder, du kannst wie gesagt hier auch irgendwelche Audiodateien aufnehmen. Warum nicht? Und das war es dann schon gewesen von dem extra Menü. Ja, und weiter geht es dann auch nochmal mit Racing Attack, mit Blackjack. Die musst du dir natürlich dann nochmal extern runterladen, die Spiele. Das sind dann wie gesagt nochmal extra Spiele, aber das war es dann sozusagen hier mit dem Menü. Was passiert, wenn wir hier rauf drücken? Bedienfeld sperren, das geht natürlich auch noch, dass du hier über die analogen Tasten nicht mehr das Telefon bedienen kannst. Stromsparmodus, Einstellungen, Taschenlampe, Wecker, Radio, Snake. So, gucken wir mal, neues Spiel. Und hier ist er, der Klassiker Snake, neu aufgelegt hier auf dem Nokia 3210. Und das Ganze natürlich auch schon in Farbe. Ich kenne das noch in Schwarz-Weiß. Und ja, da kann man jetzt hier, wie gesagt, in seiner Freizeit Snake spielen, solange das Hirn es verkraftet. Und das Display ist aber auch wirklich, ich habe es jetzt hier direkt im Studiolicht und ihr könnt es erkennen. Also du siehst wirklich immer noch alles, was du hier sehen musst. Auch bei den Einstellungen war es ja schon so gewesen, dass das Display hier doch schon Licht bzw. Sonnenlicht ab kann und du immer noch was erkennen kannst. Also ist gar nicht mal so schlecht. Und das Ganze wirklich zu einem absoluten Hammerpreis, den sage ich euch gleich nochmal in der Vorstellung, aber wie gesagt, das ist wirklich, ja, ich sag mal, warum nicht? Ja, also hier hast du die Uhrzeit direkt auf dem Display, die SIM-Karte, die Speicherkarte angezeigt, dann wiederum nachher deine Verbindungsdaten. Wir schauen jetzt nochmal auf die Kamera, was man mit der so alles anfangen kann, und ich kann ja mal hier sozusagen meinen Text fotografieren. Zack. So, und nochmal mein Monitor. Zack. Och, wenn man so möchte, ach guck mal, hier hast du auch noch eine Personenerkennung mit drin. Und gleichzeitig geht es dann auch noch, dass du hier Video wiederum aufnehmen kannst. Was ist denn da die Bildqualität? Ich weiß das gar nicht. Ja, wie gesagt, Video kannst du ebenfalls nochmal aufnehmen mit Stopp. Und jetzt kannst du dein Video wieder abspielen. Ja, das ist dann mit Ton, und ich kann dir jetzt aber wie gesagt die Qualität gar nicht sein. Details. Als Move wird es gespeichert. Aber wie groß jetzt sozusagen das Video ist, was du hier gespeichert hast, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber das kann man ja auch selber rausfinden. Also Foto, Video sind möglich. Und die Bilder kannst du dir dann, wie gesagt, hier nochmal in deiner Datei dann wieder angucken. Und schau einer an, hier hast du richtige Tasten, die du noch manuell bedienen musst. Hier kannst du noch drücken, früher 0, 900, 331, 331. Ja, und wie gesagt, dann kannst du normal anrufen. Es gibt ein Anrufprotokoll, es gibt alles, was du sozusagen zum Telefonieren brauchst. Deine Kontakte kannst du hier einspeichern und eine ganze Menge mehr machen. Aber das mit dem Drücken, das habe ich schon lange nicht mehr. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das Ding ist total leicht, und jetzt würde mich mal interessieren, was das Ganze mit dem Akku wiegt. Und das sind hier, machen wir es nochmal richtig, 88 Gramm. Also dieses ganze Telefon mit Akku wiegt ganze 88 Gramm. Natürlich verständlich, dass man das in der Tasche nicht merkt, beziehungsweise bei dem Leichtgewicht natürlich überhaupt nicht spürt. Das ist vielleicht ganz gut für den Sommer einer Badehose. Ja, also wasserdicht ist es nicht. Also ich habe nichts gelesen, dass das sozusagen hier irgendwie wasserdicht sein soll. Spritzwasser geschützt. Also ich kann mal vorstellen, dass hier schon mal ein Tropfen raufpasst. Aber wie gesagt, wasserdicht ist das Ganze nicht. Aber trotzdem im Sommer für die kurze Hose, wenn du dein dickes Handy nicht mitnehmen möchtest, ist das vielleicht auch nochmal eine Alternative. Und es ist total leicht und wirklich klein und 122 mm lang, 52 mm breit und ganze 14 mm dick. Immerhin folgt HMD Global der Tugend des Nokia
3210 im Original, denn der 1450 mAh Akku, der kann in Sekundenschnelle immer noch getauscht werden. Einfach hinten die Klappe abmachen und das Akku wieder einlegen, und weiterhin ist das Ganze hier mit 2 SIM-Karten ausgestattet, und in dem einen SIM-Kartenfach findest du noch einen Slot für eine Micro-SD-Karte. Bis zu 32 GB kannst du hier an Fotos, Daten und natürlich auch Musik speichern. Ungefähr 4,5 Stunden war damals die Akkulaufzeit. Jetzt sind es 9,5 Stunden beim Telefonieren. Das heißt, mit diesem Teil kannst du 10 Stunden hintereinander telefonieren, und das war dann natürlich damals ein Oberkracher. Und HMD hat natürlich schon das Nokia 3310 für ca. 50 € auf den Markt gebracht, und jetzt bringt der Konzern, wie gesagt, das 3210 nochmal als Remake raus. 1999 war es da gewesen, als dieses Handy erschienen ist, und durch die damaligen Innovationen, wie zum Beispiel eine integrierte Antenne und die T9-Tastatur und das robuste Gehäuse, war das Gerät damals der riesige Verkaufsschlager. Aber die Neuauflage, die erinnert natürlich immer noch ein bisschen ans Original, aber leicht entfernt ans Original, denn hier übernimmt man zwar schon das zweifarbige Design, aber das Gehäuse ist natürlich weitaus stärker abgerundet. Das Display fällt beim neuen Modell in der Diagonale von 2,4 Zoll wesentlich größer aus, und auch die 2-Megapixel-Kamera und der LED-Blitz auf der Rückseite, die gab es damals noch nicht. Leider geht es hier nicht mehr, dass man jetzt sozusagen hier die Handyschalen austauschen kann. Das war früher noch aktuell. Da konntest du dir sozusagen eigenes Design bauen lassen und dann hier die Handyschale, die Vorderseite austauschen. Das geht heutzutage leider nicht mehr. Natürlich hast du heute dein Android-Smartphone, was viel mehr kann als dieses kleine Nokia, und du hast da Akkulaufzeiten von 24 bis vielleicht 48 Stunden. Mit diesem kleinen Gerät, mit dem Nokia 3210 in der Neuauflage, kannst du im Standby-Modus bis zu einer Woche Akkukapazität haben. Das heißt, das muss jede Woche mal direkt ans Netz, wenn du es nicht viel benutzt. Und ansonsten bist du hier 3 bis 4 Tage unterwegs bei normaler Nutzung. Das ist natürlich schon ein Kracher. Und von den heutigen Handys in puncto Akkulaufzeit natürlich ein riesengroßer Unterschied. Was man natürlich auch ändern musste, war der Ladeanschluss. Man kann nicht mehr so ein Retro-Stromkabel hier reinstecken. Jetzt gibt's hier einen USB-C-Anschluss, und der macht das Aufladen natürlich mit modernen Kabeln möglich, während hier auch ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss sowie Bluetooth 5.0 mit drin sind. Und du kannst natürlich immer noch Radio hören über die Kopfhörer. Und denk dran, wenn du Radio hörst, ist natürlich dein Kopfhörerkabel immer noch die Antenne. Das haben sie nicht geändert. Es ist natürlich ein Klassiker als Handy, und an WhatsApp brauchst du hier gar nicht zu denken. Ins Internet kommst du nur über einen externen Browser, was wirklich mega anstrengend ist. Aber immerhin kannst du dir, wie gesagt, die Zeit mit deinen Spielen auf dem Telefon vertreiben, und gleichzeitig arbeitet hier ein Unisoc Tiger T107 Prozessor, von dem ich noch nie gehört habe. Aber es hat halt ein integriertes LTE-Modem. 5G ist natürlich, beziehungsweise 5G ist bei diesem Telefon ein Fremdwort. Aber für wen ist denn jetzt nun das Handy in den heutigen Zeiten? Wichtig ist natürlich noch zu erwähnen, es hat einen austauschbaren Akku, und das haben die wenigsten Handys noch heutzutage. Das heißt, du kannst hier wirklich, wenn du auf Tour gehst, ich sag mal, du gehst wirklich in den Bergen wandern oder bist eine Woche unterwegs, du nimmst dir einfach einen zweiten Akku mit und bist hier sozusagen immer erreichbar, kannst das Telefon wirklich anlassen und kannst natürlich auch anrufen, falls mal was passiert, also so für Trips, und du merkst das natürlich immer noch nicht in der Hand. Also das ist total leicht, das Telefon, und es stört überhaupt nicht aufgrund der kompakten Größe. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Klar, für die Kids in der Schule, wenn die jetzt sozusagen nicht bei Social Media rumsurfen sollen, aber erreichbar sein sollen, ist das natürlich auch eine gute Geschichte. Die können die Mutti anrufen, die können den Papi anrufen und die Geschwister und alle möglichen, aber halt nicht bei Facebook, Instagram und weiß ich, wie die ganzen Social Media Dienste alle heißen, rumsurfen. Vielleicht auch eine ganz gute Sache, um mal hier so ein bisschen Detox zu machen von Social Media. Warum nicht? Und trotzdem erreichbar sein. Im Garten, auf der Baustelle, wie gesagt, schon beim Wandertrip. Also es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten für dieses kleine, kompakte Handy, und wer da sozusagen in der Generation 50 bzw. 60 plus unterwegs sein sollte, klar kann die Oma auch mal so ein Handy haben.
Das Problem ist halt, das große Display ist noch cool, aber die kleinen Zahlen und Tasten, da muss die Omi dann wahrscheinlich auch schon wieder mal eine Brille aufsetzen. Aber ich sag mal so, es gibt wirklich noch Einsatzbereiche für dieses Handy. Und bei mir ist es so, ich würde mir das einfach einrahmen, weil es damals meine Zeit war und meine Generation. Und es war ein absolut hammermäßiges Handy. Ich weiß ganz genau noch, dass sie mir damals das Original 3210 aus dem Auto geklaut haben. Und das war natürlich richtig böse. Also wie gesagt, ich war total traurig und habe dann ewig noch ein bisschen gespart, um mir ein neues zu kaufen. Damals war das noch nicht so einfach mit irgendwelchen Verträgen und hier hast ein Handy oder Ratenzahlung oder so. Das musste man dann immer noch in bar bezahlen und das war natürlich eine riesen Herausforderung. Aber wie gesagt, wer sich das aus Kultstatusgründen auch einrahmen möchte, in einen Rahmen rein, ran an die Wand, und das waren damals unsere Zeiten, dafür geht es natürlich auch. Ob schwarz, blau oder gelb, du findest hierzu einen Link bei mir in der Videobeschreibung, und wenn du dir das Gerät kaufen möchtest über meinen Link, dann unterstützt du damit meinen Kanal und ich kann damit dann weiterhin solche schönen Videos produzieren. Ihr bezahlt nicht mehr für das Telefon, ich bekomme aus diesem Link eine kleine Provision. Und wie gesagt, 64 Megabyte Arbeitsspeicher, 128 Megabyte Flash-Speicher und den Micro SD-Kartenslot über 32 Gigabyte, wo ihr sozusagen nochmal extern eine 32 Gigabyte Micro SD-Karte reinstecken könnt. Die ist nicht im Lieferumfang enthalten, die müsst ihr selber kaufen. Aber ansonsten gibt es natürlich auch noch weitere Kult-Handys von Nokia, die jetzt wieder in diesem Jahr neu veröffentlicht wurden. In meiner Videobeschreibung zum Beispiel das 225er, das 235er und natürlich auch das legendäre 2660 Flip, was immer noch Kultstatus hat und auch klappbar ist. Und ich habe mich mal auf der Website von HMD umgeschaut, weil ich mal wissen wollte, warum die eigentlich jetzt hier diese Neuveröffentlichung machen von den Nokia Smartphones. Und da stand dann geschrieben, wir wollen Smartphones bauen, die in Erinnerung bleiben. Und eigentlich wollen sie Smartphones bauen, die du gerne behältst. Smartphones, die robust sind, die unterhaltsam sind und schnell und erschwinglich sind. Und das haben sie natürlich hier mit der Neuauflage vom Nokia geschafft. Die haben auch eigene Smartphones, die sind dann wiederum ein bisschen teurer. Also wie gesagt, ich habe euch den Link für die Website von HMD, also diesem Hersteller von dieser Neuauflage, auch nochmal hier in meiner Videobeschreibung verlinkt. Ich kriege kein Geld dafür. Ich habe mir das ganze Teil selbst gekauft. Aber wie gesagt, wer so ein bisschen mehr Interesse haben sollte, warum, wieso, weshalb, der kann in meiner Videobeschreibung nochmal nachschauen und genau nachlesen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir die alten Zeiten mit dem Nokia 3210 etwas näher gebracht habe und bedanke mich bei dir fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, Like und Kanal abonnieren. Ich sage Tschüss, Bye bye und Winke, winke.